Hello. Sind wir live? Sind wir. Wir sind live. Okay. Ja, hallo aus Berlin, die Medplast Klinik, Dr. Masumbuku. And Dr. Lapschis. Welcome here in our live stream from Berlin, Medplast Berlin. Willkommen in Berlin in unserer Klinik. Wir machen das heute auf Deutsch und auf Englisch in Translation, so gut wir können. Und So yeah, we tried to do it in English, and I hope that we can answer all your questions. And it's very important because we have a lot of questions in English. So I'm happy to ask all the questions in English and also in German with Dr. Lapschis. okay, ja. Lipedema ist, there are a lot of questions. Es gibt eine Menge Fragen im Lipedem-Alltag. Wir mit den Fragen, die wir live gestellt haben und die Sie beantwortet haben wollen. Yeah, so we have everyday consultation here. We have patient. You had a patient from Canada coming here, so yeah, it's crazy. We have patients from all over the world, and it's very important that we find today the time to answer all the questions. And I would say you start with the question in German, and then you translate your question from German to English, and I will answer all the questions from Okay. English, and then I will translate it in Deutsch. So let's do it. Let's try it. Let's see what's going to be. Okay. Hauptsache, es hat einen positiven Effekt. Die erste Frage, die mir zugetragen wurde: Wieso ist das Tragen der Flachstrickhose so wichtig vor der OP? Why is it so important to prepare to wear the flat knit garment before the operation? Soll ich ja beantworten? Auf klar, ja. Flachstrickhose ist eine super wichtige Vorbereitung vor der Operation, weil es das Gewebe aufweicht. To wear the flat knit garment is so important to prepare the tissue for operation because it softens the tissue. The more the tissue is prepared, the better is the operation. That means it's less complication. Wenn man auf Deutsch wieder, mache ich selber, ne? Ja. Wenn man das Gewebe gut vorbereitet hat, eben nicht nur mit manueller Lymphdrainage, sondern auch insbesondere mit einer Flachstrickhose, dann ist das Gewebe weicher und besser zu operieren. Es gibt weniger Trauma und ja, hat insgesamt einfach einen positiven Effekt. So I will go on. So one question in English. So what someone was asking us, do you have Italian patients? Yes, of course we have Italian patients. We have patients from France, we have patients from Hungary, we have patients from Canada, from all over the world. And yeah, we had a nice situation. And we had a consultation 2 days ago with 2 patients from Roma, and they didn't speak English, but we have Claudia and also Pina. They help us because they speak fluently in Italian, and we had a Zoom call with them, and it was crazy, but we could have a consultation in Italy. So with the translation with Claudia. So yes, we have an Italian patient here in Berlin. Also hier war die Frage, ob wir italienische Patienten haben. Ich habe gesagt, klar, italienische Patienten werden hier auch behandelt und auch Patienten aus der ganzen Welt. Hier gerade eine Patientin deine Patientin aus Kanada. Aus Kanada heute. Letzte Woche hatte ich eine Patientin aus den UK. Also international sind unsere Patienten, und wenn da Sprachbarrieren sind, haben wir natürlich die Möglichkeit, mit dem einem guten Team aus Italien eine Übersetzung zu ermöglichen. Also Claudia oder Pina sind da und übersetzen auch dann, wenn es möglich ist. Ja. Das war die Frage, ob wir italienische Patienten haben. That was the question, if we have Italian patients. Ja, das war die Frage. Ja, okay. Important international travel package, maybe. Ja, es gibt für die internationalen Patienten, da gibt es ein Travel Package. Wir holen sie vom Flughafen ab, sie kriegen manuelle Lymphdrainage, wir helfen mit der Hotelbuchung. So for the international patients, we supply them with some service. So we pick them up at the airport and they get lymphatic drainage. And for them, it's not that easy then for us to book the right hotel and to make it more easy to come here to Berlin. Yeah, it's a good point, because there was a question about the manual lymphatic drainage service, if it's included in the international package. So we have different options. You can ask our front desk and our international service, but yes, we have
this international package with this hotel here next to this place, and we can provide everything. You said it already, so now I don't know. So you said it already in English. You but started we are international, so let's go on. So next question in German, please. You started with the Italian patients, and at least we have Italian espresso. So thank you. Let's go on. Espresso. Die nächste Frage auf Deutsch: Ist eine erneute Vorstellung nach einer Schwangerschaft sinnvoll? Is it important or useful to show again like the physical situation after pregnancy? I think this is a question after surgery and then pregnancy. I think so, because it's totally individual. Individual means if there's no complaint at all, it doesn't make sense to reconsult. But if there's something that bothers you, like if there's a reaction after pregnancy and you have some feeling of regrowth or some tissue that hurts or whatever, of course it makes sense and it's useful to come to us so that we not only can see it but that we can feel it, to re-evaluate and maybe to take a decision to improve something in the surgical way. But very often it's not necessary. So if you're in the situation, it's up to you what you feel. Auf Deutsch, die Frage war, ist es sinnvoll, nach einer Schwangerschaft sich erneut vorzustellen? Und das bezieht sich wahrscheinlich auf nach Operation und dann Schwangerschaft. Da ist unsere Antwort, ja, mag sein. Es ist ja hochindividuell. Also wenn Beschwerden da sind oder durch diese hormonelle Veränderung der Schwangerschaft auch nochmal etwas ausgelöst wurde, Volumen da ist, was vielleicht drückt, was schmerzt, selbstverständlich, dann kann man kommen und wir können gucken, können fühlen, können evaluieren, soll man da noch was chirurgisch verbessern oder ist das alles im Rahmen des Normalen? Also Antwort ja, wenn es Probleme gibt, immer. Das war gut, ne? Ja, sehr gut. Ja, okay. Sehr schön. Du bist dran. Ich bin dran. There's a question about after surgery compression. Very important point. So we recommend our patient to wear a flat night garment compression class 2. For the preparation, we recommend it for 4 to 6 weeks. It's up to you. It's up to the tissue, yeah? But it's good that the tissue is prepared. So we have the surgery here, and it's important that you bring your own flat night garment. If you don't have it, we have a service. We can provide it for you. This is good. We have Andrea Volkmann, and she's fabulous. So she can take your measurements, and we try that you get your garment as quick as possible. And if it's, we have the service that when we have the measurement, you can have your garment by mailbox, and we try our best. So now the question about how many weeks, how many days. So it's important that you wear your garment after the surgery. But it's we had this discussion last week. It's up the volume. It's your surgeon who will tell you how long you're going to wear the compression. Yeah. Sometimes we recommend it. Okay, during the swelling time, it's nearly 2 to 3 weeks or 4 weeks, but it's up the tissue. It depends on the state you had and up the removed volume. So I recommend 2 to 4 weeks, but you have to look at individually. But it's very important that you wear your own compression, your flat night garment compression. Can you translate all that in German? Of course. Ich kann das auch alles auf Deutsch übersetzen. Also ganz wichtig natürlich das Thema Flachstrick, Strumpfhose, Kompression. Ganz wichtig für unsere deutschen Patienten und für unsere internationalen Patienten. Wir haben hier auch den Service, dass die Frau Volkmann, wenn sie Probleme haben mit der Versorgung, dass die hier auch bei uns angepasst werden kann. Und es ist wichtig, die Flachstrick-Strumpfhose nach der OP zu tragen. Und das entscheidet Ihr Chirurg, abhängig davon, wie viel Volumen entfernt wurde und natürlich, wie hart das Gewebe war. Wichtig ist, dass Sie natürlich gerade in dieser Schwellungsphase die Flachstrick tragen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Ich wurde jetzt gerade hier abgelenkt von unserem Social Media Team. Ich lasse mich jetzt aber nicht irritieren. Aber ich glaube, die Frage habe ich damit beantwortet, oder? Zufrieden auf Deutsch? Hast du? Ja, sehr gut. Ja. Super Frage, super Antwort. Ganz wichtig, weil das Thema haben wir in der Beratung. We have this question during the consultation. It's very important to talk about it. Ja, ne? Jetzt live einfach die Chance nutzen, fragen, was aufkommt und live stellen. Wir haben noch wenig Erfahrung damit, aber wir haben hier eine Kollegin, die guckt und schreibt uns das dann auf und wir kriegen die Zettel reingerecht. Also bitte alles nutzen, damit es Sinn macht.
Mein nächster Zettel, kriege ich einen Lipödem-Schub in Klammern trotz allen OPs, Klammern zu, wenn ich zunehme. Also ich interpretiere das so, man ist operiert worden und dann nimmt man zu und dann ist die Frage, kriege ich einen Lipödem-Schub? The question is, after surgery, when I gain weight in a normal way, does that cause a lipedema progress? Antwort: Nein, wir wissen von keinem Zusammenhang zwischen Gewichtszunahme und Lipödem-Schüben. Im Gegenteil, wir haben ja alle die Erfahrung und auch wissenschaftlich basiert, dass es hormonelle Umstellungen und Änderungen sind, die das Lipödem verändern. Demnach Antwort: Nein. We think answer is no. There is no relation between just getting weight and the progress of lipedema, because just gain weight has nothing to do with any hormonal change which is caused for lipedema progress. Siehst du das genauso? Ja, Ja. ist genauso. Okay, so next question. Next question. In English. I have a question here. How many checkups are needed after my surgery? Okay, very important, because you're from abroad, international patient just asking, okay, do I have to come back to Berlin to see you after my surgery? No, you don't. It's very important that you have a colleague like a GP or a surgeon who's looking after you stitches, because we close the incision with stitches. So after 10 to 12 days, we ask you to go to your GP to remove it, or to your surgeon, and it's very important that he can have a look on it. But it's not. We don't use. You're not to use. You're not supposed to come to a doctor to have a control. So it's very important with our international patient. We have the kind of emergency number. We have also good communication with our international patients. We have some calls we can do. You can call us anytime. You can send us emails. So we have a good communication. So we don't let you alone. But you don't need to come from Canada or somewhere else to come back. You told me to do not talk that much. No, oh my God. So Now you need to translate it in German. Of course, I don't have any problems. Also ganz wichtig, muss ich zu den Kontrollen. Also klar, Berlinerin, Brandenburger, alle, die hier in der Nähe sind, kommen Sie doch gerne, auch zu den Badenzug. Ja. Aber natürlich, wenn Sie aus dem Ausland sind, brauchen Sie das nicht. Wir empfehlen natürlich, dass Sie zum Hausarzt oder zum Chirurgen gehen, um die Fäden zu entfernen. Engmaschige Kontrollen braucht man nicht. Wir bleiben gut im Kontakt mit unseren Patienten, telefonisch oder per E-Mail, aber wir müssen sie nicht unbedingt zwingend wiedersehen, außer sie wollen zu uns kommen. Das ist natürlich selbstverständlich. Ja, so. Okay. Okay. Das ist kurz genug? Das war kurz. That was short, and we get more questions in that we can answer. We have a lot of basic questions prepared, but a lot is coming in. Let's see. Here's one. Welche Unterlagen zum Beratungsgespräch mitbringen? How should we prepare to come for first consultation to your clinic? Klar, uns interessiert die ganze Geschichte. Wir wollen im ersten Beratungsgespräch diejenige kennenlernen, in welcher individuellen Situation sie steckt. Da gehören an Unterlagen natürlich die medizinische Vorgeschichte. Hilfreich ist schon mal ein Venencheck, ob es sich wirklich auch bei den voluminöseren Beinen nicht um venöse Geschehen wie Krampfadern handelt. Wir brauchen für Beratungsgespräch eigentlich nicht mehr, weil eigentlich können wir alles selber machen, selbst den Ultraschall der Venen, wenn es notwendig wäre. Erstmal herkommen und erstmal kennenlernen und dann schauen. So the question was, what do we need for first consultation in your clinic? And then I began like, oh, we need, and then I said, no, we do not need anything, because we are able to get all the information we need to do a right decision for right indications and planning surgeries. But it is necessary to bring your medical history with you. That's of course important to get an overview. No? Okay, I'm just looking at the question, so because maybe I'm talking a little bit too fast. So when do you remove the stitches? After 10 to 12 days. Very important. After 10 to 12 days. So then you gain weight in other areas. So we have to precise, of course, you can gain weight, of course, it's up to your nutrition, but
the most important thing is, okay, I've noticed some lipedema activation in my belly, or for example breast tissue or somewhere else. Yeah, that could be that can happen, because we know that lipedema is all over the body. There's no region where we say there's no lipedema. Also da war noch mal so eine Frage, so Gewichtszunahme an anderen muss natürlich ganz klar differenzieren. Gewichtstzunahme bedingt durch Ernährungsumstellungen oder handelt es sich jetzt um eine Lipidem, jetzt vermischen wir die Sprache, eine Lipidem-Auftreibung. Okay. Und wir sagen ganz klar, das kann passieren, und wir wissen, das Lipidem ist nicht auf bestimmte Extremitäten oder also Organe begrenzt, sondern es kann überall auftreten. Ja, okay, ja. Nächste Frage, ganz interessant. Benötige ich eine Diagnose vom Facharzt? Also wir sind ja Fachärzte, wir sind alle Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie, beschäftigen uns unsere ganze Berufskarriere mit Liposuktion, und wir glauben, wir kennen uns ganz gut mit der Diagnose Lipödem aus. Und bei dieser Diagnose Lipödem, obwohl wir nichts Handfestes haben von dem Apparativen, ist es ja rein klinisch. Selbst wenn das Klinische da ist, muss es nicht eine Indikation zur OP sein, die bestimmt individuell die Patientin abhängig von ihrem Leidensdruck. Also nein, Sie brauchen keine Vordiagnose, ist vielleicht hilfreich, ja, aber ist keine Bedingung für uns und auch nicht ausschlaggebend für eine OP-Indikation bei uns. In English, do I need a diagnose from an external specialist? And my answer was, we are specialists. We are board-certified plastic surgeons, and we work all our life with the fat tissue and extraction by liposuction. We know about the diagnosis of lipedema, and we know the difficulties of lipedema, and at the end, it's all about the right indication and the right decision to do the right treatment. And this is really individual, that needs to be discussed in the first consultation. No? Mm-hmm. Okay, next you. Yeah, I'm looking all the. So maybe we can go on. Are we going to mix up the question coming through and then the question? Yeah, so you just go on. There are a lot of questions. Questions. So we answer shorter. We answer shorter. Shorter. So there's someone asking from Italy, how many days do I have to stay in the hospital? So we recommend to stay one night. So after surgery, just one night. But of course, if there's I don't want to talk about complication, but if you would like to stay one day longer, or if there's some medical indication to stay longer, of course you can stay, but as long as necessary. As long as necessary. Ja. Ja, also war die Frage, wie lange bleibt man denn bei euch im Krankenhaus? Und da habe ich gesagt, ja klar, eine Nacht nach der OP, und wenn es medizinisch indiziert ist, klar, dann können wir sie gerne unterbringen, aber grundsätzlich eine Nacht. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann eine Patientin 2 Nächte da war, außer nach den großen Straffungsoperationen. Nach den Straffungsoperationen, ja, of course. Yeah, that's very point, because after the abdominoplasty, after lift surgery, there maybe it's necessary to stay 2 days, yeah, but 1 day for lipedema surgery. Yeah. Is there a problem with varicose veins? Can you operate them, was heißt denn trotzdem auf Englisch? Can you operate them anyway? Ja. Sind Krampfadern ein großes Problem? Kann man trotzdem operieren? Varicose veins are a problem if those are in the deep layer. They are superficial ones, and there's a big difference that needs to be distinguished. And we don't want to go in with our cannula in a varicose vein, and because we want to take out fat tissue and not blood, and so that would limit the operation. The superficial ones are not a problem at all, and this is impressing how soft we can go around with the cannula without damaging varicose veins. Die oberflächlichen sind gar kein Problem, und das ist immer erstaunlich, wenn wir, wie sehr die sich darstellen und dass die überhaupt gar nicht kaputt gehen bei unserer Wasserstrahl-Liposuktion. Die Tiefen wären ein Problem, deshalb müssen wir das vorher darstellen und gegebenenfalls auch sanieren. Wir wollen ja nicht mit der Kanüle in ein Blutgefäß pieken und dann mehr Blut als Fett ziehen. Das ist der Sinn dahinter. Das würde die OP limitieren. Ja. Warum? Question, genau. Okay. I was just mixing up all the questions. There was some, all the question about prices. So we ask you to send us an email, and our international service or our apprentice will answer
all the question about prices. Yeah. Prices. Yeah. Mhm. Prices That about was the question. liposuction and Yeah. prices. So. Ja. Yeah. Ja. Warum werden die Öffnungen zugenäht? Why do you close the stitches? Incisions. The incisions, ja. Stitches sind ja die Nähte. Yes. Ja, das ist eine Diskussion, Ja. In der wir Ärzte einfach müde sind. Das wird immer wieder diskutiert. Man muss sagen, Aber letztendlich. wichtig für uns. Es ist normal, selbstverständlich, aber die Fragen und dann, klar, Ja. es gibt Kollegen, die lassen die auf. Ne? Ja, wir machen es kurz, wir machen sie zu, weil unsere Erfahrung und auch Überzeugung, auch von dem medizinischen Sinn ist folgende. Wenn man es zumacht, dann liegt man nicht so im Nassen und man hat auch nicht die Angst, dass man da irgendwie, dass was ausläuft. Es ist hygienisch besser und man verblutet nicht vom Gefühl her. Es ist ja nur ein bisschen Flüssigkeit mit ein paar roten Blutzellen getränkt. Also es ist einfach komfortabler und es stabilisiert auch den Kreislauf, denn es macht ja gar keinen Sinn, Druckgrad, der Druck stabilisiert und eine gute Kreislaufstabilisierung folgt. We close the incisions by stitches to have a better comfort. You feel safer and you do not in a hygienic way like laying in a wet something. And for the circulatory system, it stabilizes the situation because instead of that the fluid goes out, it holds in the circulatory system with a better, with a more stable situation. Okay, you. Of course. Is it common to have asymmetries or bumps after arm surgery? Say it again. Is it common to have asymmetries or bumps after arm symmetry? Or Symmetry, I'm sorry. Surgery. Asymmetry Also of Asymmetrien und Beulen. or bumps after arm surgery. Ja. Is it common? No, not at all. So the first of all, after surgery, after liposuction, of course, there's a risk to produce some asymmetries, but the anatomy of the human being is asymmetric. The right arm is not the same as the left arm. So when you had a surgery, you have to, the first thing is to wait the healing, the reconvalescence, the time. It's very, very important to wait. And we notice, and we have the experience, sometimes the right or the left side differs from the healing. And it's very important to be patient. So that means you need some times. And of course, there's also a risk to produce some bumps and asymmetries, but it's very important that you discuss this and that you have a consultation after the surgery with your doctor. Ja, also Okay. ist immer ganz wichtig. Die Frage, klar, Asymmetrien, Beulen, Dellen, kann das nach einer Arm-OP kann das passieren, kann das stattfinden, können diese Risiken oder diese Komplikationen Können immer. Können immer, klar. Question: When you ask in the medical field, is it possible to? The answer is directly yes. Everything Yes, can be of possible. course, yeah. Of course. There's Ja. nothing that cannot happen 100%. Ja. Aber es ist natürlich, genau, ich habe es auf Englisch schon gesagt, wichtig ist natürlich nach einer OP die Heilungszeit abzuwarten und natürlich bei bestimmten Auffälligkeiten das mit seinem Chirurgen zu besprechen. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich dann nochmal vorstellt, sich zeigt Ja. und das bespricht. Ganz Ja. wichtig. I have the shortest question with the shortest answer. Ich habe die kürzeste Frage mit der kürzesten Antwort. When do you remove the stitches? Wann zieht ihr die Fäden? Habe ich schon beantwortet. Oh, jetzt habe ich mich innerlich so drauf Nein, vorbereitet. da hast du aber nicht mehr zugehört. 10 bis 12 Tage. I said it twice. Okay. Said it twice. So I'm prepared for the Ich next habe one. eine Frage für dich. Ja. Kann man danach gleich laufen? Ja. Ja. Can Unbedingt, laufen Sie, bitte. Yeah, after surgery, can I move directly? Yes, you can not only move, you do not only move directly from the OR into your bed, you get a special training because we want you to move. That is really good for the circulatory situation and that's Frage, kann ich direkt nach der OP laufen? Ja, man läuft von dem OP-Tisch mit uns zum Bett und bekommt auch danach im Sinne von Aufsteh- und Gehtraining beigebracht, wie man sich bestmöglich schnell wieder bewegt. Das stabilisiert die Situation unheimlich. Das ist unsere Erfahrung. So nach 2 Stunden nach der OP einmal auf die Beine, dann ist wirklich der erste Druckschmerz weg. Ja, it's our experience. Ja, das stimmt. Also man sieht die Patienten, die sagen, ich kann nicht liegen bleiben, ich muss laufen. Ne? Ja. Also da hat man wirklich den Bewegungsdrang. Also, I had my first operation with lipedema
I had my first appointment with lipedema. Will lipedema come back and grow again in my lowers? Hopefully not. Yeah. Hopefully not. Hopefully not. So when we remove the lipedema tissue, it will not come back. But it's very important. We never can say no. Yeah. Hopefully not. Hopefully Yeah. not. It won't come back. So, Yeah, yeah, Was okay. sagst du? Ja, it's all about es kommt immer auf die individuelle Situation drauf an. Es soll ja so gut operiert sein, dass es an den operierten Stellen nicht wiederkommt. Aber selbst im besten Fall, wenn die Unterschenkel nicht operiert sind und jemand hat einen Oberschenkeltyp und wir machen eine so starke hormonelle Änderung durch die Operation, möchte der Körper wieder zurück in den Gleichklang. Er kennt die Operation als Wunde. Wenn er es am OP-Gebiet nicht reparieren kann, das wollen wir ja, schickt er Signale zu anderen Stellen, werdet mehr oder werdet größer. Ja, an nicht operierten Stellen kann sich reaktiv etwas auftreiben. Frage kann, Antwort ja, wie viel? Individuell. Muss nicht, kann. So short in English, are there reactions possible after lipedema surgery in other not operated areas? So that, yeah, okay, go on. Sorry, Yeah. I wanted to interrupt you. Go on. Answer yes, this is what we see every day. So after big hormonal change. No. I think she means that she had. But it's not sure about the question if she had already a surgery at her lower legs, and maybe she asked, is it come again? But now you pointed out the thing that maybe when you had a surgery in the Yes. upper leg, and for example, we don't like it's type 2 or type 3, so sometimes you don't have the lowers which are not affected. Yeah. So then you have to see Yeah. that maybe after removing the tissue from the affected area, that some activation can happen on areas which weren't operated. Yes. Yeah. So, Yeah. Okay. So, Yeah. Maybe my English isn't that good, so I didn't understand. No, it's perfect. My English It's is good. not perfect, so I try my best. So Let's go on. Was Wie gibt's noch hoch auf ist Deutsch? die Wahrscheinlichkeit der Kostenübernahme? Ja, der Krankenkasse, ganz oft wird Ja. das gestellt, auch in den Beratungen. Ne? Yeah, Das the ist chance of getting paid all the costs from a private clinic in the public field from the insurance, it's really low. Yeah. So I think for the international patients, it's we have to change the chance in Germany when you have stage 3 that the insurance covered the Yeah. costs, but for example in the UK. Yeah. And other parts of the world, Yeah. they don't even. It's not you don't have the diagnosis Yeah. because they don't know this disease. So it's very it's sad about. Yeah. It's Yeah. very sad for this Yeah. patient. They are affected. Yeah, the legal situation here in Germany is that the insurance company says we need to check your individual situation. And okay, we help the patients by fighting for their individual situation, but at the end, it's almost in every case, it's no, they do not cover the costs. The private insurance, die privaten Krankenversicherung, sometimes cover a part of this. Die bezahlen manchmal einen Teil von den Kostenvoranschlägen. Ja. Okay, rechnet ihr mit den Krankenkassen ab? Or it's almost the same question. It's all about the, Or are you a private? Wir sind private Klinik. We do the processes with the private insurances, but we do not the process with the public health insurances. Okay, arms and legs together. This is the question. So you mean it's in the normally what we do here. So okay, the area of the arms is an area where we operate separated, but it's you have to consider it individually, because if you need to do, for example, you were operated somewhere else and you say, okay, I have activation now in the arms and I have some activation in the legs, so maybe we can combine. So we cannot tell we're not going to do that, because we have to see you in the consultation, or for example in a Zoom, and we can talk about it. Or you come into clinic and then we can do an examination and can talk about it, what we can do for you. So da war nochmal eine Frage, Arme mit Beine zusammen operieren, Fragezeichen, ist natürlich also erstmal muss man wissen, okay, sind sie voroperiert, und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es so, dass wir die Armregion separat operieren, aber natürlich, wenn eine Vor-OP da gewesen ist und dann eine geringe Auftreibung gewesen ist, kann man das dann natürlich in einer Beratungssituation dann erstmal sehen, aber
kann man einfach so nicht sagen. Ne? Also man könnte es machen oder man kann es nicht. Das hängt von der Patientin aus. Also eine ganz individuelle Situation. Klar. Ja, ja. ganz individuell. Ja. Ganz individuell. Ja, so. How confident are you on getting all lipedema? Wie selbstsicher seid ihr, alles Lipödem zu entfernen? Ja, das ist eine Logikfrage. This is a question of logic. It's not possible to get all because we cannot distinguish from outside with our eyes or with our hands or with the cannula to distinguish a lipedema cell from a normal fat cell. So we lower the full layer up to the perfect layer that should remain, and that's it. Ja, wir machen eine Reduzierung der gesamten Fettschicht, in der wir natürlich nicht unterscheiden können, weder mit den Fingern vom Tasten noch mit der Kanüle noch eine Lipödemzelle von einer Nicht-Lipödem unterscheiden. Wir operieren das ganze Volumen runter, so dass von der Logik in der bestmöglichen Restschicht natürlich die individuell vorhandene Verteilung von Lipödemzellen noch da ist. Aber die sollte eben so schmal sein, dass es kein Reauftreiben mehr möglich ist, weder durch, wir sagen, Hypertrophie, also ein Größerwerden der Fettzellen, noch durch eine Hyperplasie, also Stammzellen könnten sich ja neue differenzieren. Wird vielleicht geradezu detailliert. In English, no, we make our operations to the perfect layer that should not gain more volume. And so we cannot distinguish in the rest layer if how much lipedema cells are remaining. Ja. Sehr gut gesagt. Danke. Ja, sehr schön. Mein Englisch sehr verbessert schön. sich. Frank, das machst du super. Super, so, danke dir. Jetzt weiter auf Englisch. Aftercare in the clinic. How do you manage? So the first aftercare is, first aftercare is that after the surgery, you come into your room and we have the best team ever. So they would take care of you, yeah? Yeah. So it's very important. First of all, we have Nasser. He's doing the lymphatic drainage with you. It's very important that you go on, make some exercise. And 1-2 hours later, when you go through the floor, you see already doing some exercises. And then our team, our staff taking care of you, bringing you the best food ever, and we would give you the medication, we give you some pain medication. So this is the first aftercare. And of course, the day after surgery, you stay one night here. The day after surgery, the surgeon are doing their rounds to check how you are. And of course, the aim is that you are discharged the day after and you can go home. Yeah. And then the aftercare is that we stay in contact with our patients. So of course. That's what you do all the time. We're calling them. Yeah. Okay. Also, tell us more about the additional. Okay. I'm going to start. Or you want to start? Laser treatment hört sich immer so an wie die Wundermaschine. Laser, it's always like, oh, this is the all possible, whatever, electrical future device. It is not. It is just a medical device. Es ist einfach nur ein medizinisches Werkzeug, was wir sehr gerne anwenden, nicht nur, und das ist immer die Frage wegen Straffungseffekt. Ja, wenn man Hitze anwendet in dem operierten Bindegewebe, dann zieht sich das natürlich ein bisschen zusammen. Aber das ist nicht der Effekt, der einem wirklichen sichtbaren Straffungseffekt nahe kommt, sondern wir wissen es ja nicht. Was für uns viel wichtiger ist, ist die blutstillende, also die sicherheitsfördernde Wirkung durch die Hitzeanwendung des Lasers, was uns erlaubt, größere Flächen in einem guten Sicherheitsrahmen zu behandeln. Und das ist für uns ein super Hilfsmittel, was uns in der Operation unterstützt, was sie sicherer macht, was uns mehr Volumen, mehr Fläche ermöglicht. Und der Straffungseffekt ist ein Nebeneffekt, den man nicht in den Vordergrund stellen sollte. Das heißt, ja, man kann aus einem guten Ergebnis von der Straffung, von der Ästhetik ein sehr gutes erreichen, aber ist die Haut einmal lax, dann braucht man den Laser auch nicht anwenden, es sei denn, man braucht ihn wirklich für eine Riesenoperation für Blutstillung. Ja. D'accord? Of course. Do you want to say that in English? Do you want me to say this in English? Perfect. Yours is better than mine. I hope so. No, I don't hope so. Your English perfect. So it's the question about the laser treatment. Of course, it's fancy. It's when you hear about all the laser treatment and aesthetic treatment. Yeah, for us, considering just the lipedema surgery, it's very important to
to think about the coagulation of the vessels, because after this kind of surgery, lipedema surgery, you have the risk of some bleedings, of some bruise, and this laser treatment reducing this bleeding, reducing this hematoma, less hematoma, you will gain a fast healing. So of course the side effects of the laser treatment is, we call this, I like this word, the kind of shrinking of tissue, this collagen, which causes lifting effect. But yes, this is what you said, it's when you have a laxity of skin, an excess of skin. As a plastic surgeon, you have to say to your patient, of course, you can do it, but you don't have to expect that you will gain a lift. Yeah, it's, you have to consider the first thing is the coagulation, the less bleeding, and if you would like to have a lift effect, to remove the skin excess, you need a lift surgery. Yeah. Okay. Let's get shorter. Do you include lymphatic drainage? Answer: yes, we do. We have a good experience with that, and we have a specialized lymphatic therapist. And yeah, we learned a lot by him, and I learned that it's absolutely a good idea to do lymphatic drainage after lipedema surgery. So yes, we do, and that's included here in our clinic. Habe ich schon auf Deutsch gesagt? Gerade? Wir haben schon über den tollen Service gesprochen. Haben wir schon. Und weiter geht's. Siehst du diese Frage, das ist inwiefern Hormontherapie auf das Lipödem sich auswirken kann? Gerne. Was ja, there's a questioning with breast cancer hormone therapy impact on lipedema. Of course, I'm not a gynecologist, but what we know and what we see in our experience that hormone disturbance, hormone change, like pregnancy, puberty, pregnancy, menopause, and of course hormone treatment can affect lipedema activation in the tissue. This is what we see, and this is what we know. Of course, when your treatment, this can affect your lipedema. Mhm. Translation or Deutsch. Es ist ganz kurz. Ganz kurz. Also Hormontherapie kann natürlich einen Einfluss auf das Lipödem haben. Wir wissen, dass hormonelle Veränderungen, sowohl Pubertät, Schwangerschaft, Menopause, den Schub hervorrufen können, und natürlich auch die Hormontherapie. Ja. So. Aftercare in the clinic, how do you manage? Hatten wir schon, ne? Bitte alles die Frage, das haben wir alle schon gemacht. Genau. Ah, guck mal, was auf Spanisch. Dann kann ich nicht mithalten. Okay, da steht, ¿Cuánto tiempo dura la inflamación de las piernas tras operación? Das heißt, das war Spanisch und heißt auf Deutsch, wie lange ist die Schwellung der Beine nach Operation? In English, how long is the swelling after operation of the legs? So there's an average, like the maximum of the swelling is after 3 to 5 days, and then after 3 weeks the swelling will disappear and it gets less volume and the hematomas will disappear. Oh, sorry, I wanted to translate it in Spanish. Yeah. En español. Una pregunta en español, entonces la respuesta también en español, muy corto, perdona. Hay un máximo de la inflamación después de 3 a 5 días y a través de alrededor de 3 semanas, como se disminuyen mucho las inflamaciones, los hematomas y todo se mejora mucho después de 3 semanas. Ja? Auf Deutsch war die Frage, wie ist Maximum der Schwellung und wann geht die zurück nach Beinoperation? Maximum Schwellung 5 Tage, ganz grob, ist natürlich immer individuell. Und nach 3 Wochen wird es so richtig sichtbar besser und die Hämatome verschwinden und alles wird schöner. Okay. Is it always first operation in lower legs or in upper legs? No, it's up to you, state and your individual volume. We can start with the we can start with the arms, we can start with the lower legs. It's up the surgeon. We have to say it and see it in the consultation individually. Of course. So, all the question about the cost, alles über die Kosten sagen wir gerne anfragen per E-Mail. Ne? Ja. Wäre es nicht sinnvoll, in Stadium 1 zu operieren, um Folgeerkrankungen zu vermeiden? Is it a good idea to operate in Stadium 1, in Stage 1, to prevent more complications?
That's individual. There's a yes and no. If the patient comes and convinces us that she really has pain and that she complains about a lower life quality because there's something we can feel and we can see, so that means there's something we can remove, then we should consider all the pros and cons, and then we go in the stage 1 surgery. But there's not a must. And it's not a good idea to give the patient the feeling you need to do it tomorrow, because if you do not do it, the day after tomorrow you will explode. This is not a good idea. This is not a good idea. This is the point. I had a patient today in the consultation, and we had the same discussion because she asked me, okay, I have stage 1. So tell me, I need operation because my mom has lipedema. I don't want to have stage 2. So it's not my decision. You can live with it. I'm not going to. You can live with it. It's up to your pain and your. And now I recommended her to first of all to wait. Okay, it was amazing to have this exchange with you, Frank. You did it good. Great job. Bye-bye Great from job. Our managers here. Thank you Everybody for giving the question. It was very nice to have this interactive, and I think we're going to do it again. Thank you for all your questions. Hopefully it was helpful. Also auf Deutsch nochmal vielen Dank und ich Liebe hoffe, Grüße aus Berlin. Viele Grüße aus Berlin, und wir freuen uns natürlich, wenn wir es nochmal machen. Ne? Bis bald dann. wieder. Tschüss.